now we have some time for quiet sitting. You can do whatever style you're familiar with, focusing on the breath or doing the vipassana or open sitting, whatever you like. Wir haben jetzt eine Zeit, um gemeinsam zu sitzen und das ist jetzt sozusagen offen, was ihr tun wollt. Ihr könnt diese Beruhigungsmeditation machen oder Vipassana oder auch was immer an offenem Sitzen euch gemäß ist. Okay, so copies of this text will be made available as soon as they're printed, but we can start by looking at it. It's very short. Also Kopien von dem Text werden verfügbar gemacht, sobald es möglich ist, sie zu kopieren. Aber wir können natürlich jetzt schon über den Text anfangen zu reden, weil er sehr kurz ist. And it's essentially written in the form of a prayer, which is an encouragement on the path of meditation. Und im Wesentlichen ist es ein Text, der in der Form eines Gebets verfasst ist und eine Ermutigung auf dem Weg der Meditation darstellen soll. So it begins with a mantra, Om Ahum Mahaguru Sarva Siddhi Hum. Das startet mit dem Mantra Om Ahum Sarvaguru Siddhi Hum. This is a mantra of Padmasambhava, who was the great yogi who brought the tantric tradition into Tibet. Und das ist das Mantra von Padmasambhava, eines großen Yogis, der die tantrische Tradition nach Tibet brachte. The mantra begins Om Ahum, which represents the body, speech and mind of the Buddha. Das Mantra beginnt mit den 3 Silben Om Ahum, die den Körper, die Sprache und den Geist alle Buddhas darstellen. And our own body, speech and mind is not different from this. Und unser eigener Körper, unsere Sprache und unser Geist ist nicht davon verschieden. When we conceptualize who we are and how we function in the world, there is no end to our self-description. Wenn wir anfangen, die Frage, wer wir sind und welche Stellung wir in der Welt haben, durch Begriffe, durch Konzepte zu beantworten, dann gibt es kein Ende von Beschreibungen. But when we release our attachment to concepts and settle into the immediacy of experience, then we see the openness which is there in the empty ungraspability of the mind. Wenn wir aber unser Festhalten an Konzepten loslassen und sozusagen in der leeren Offenheit niederlassen, dann sehen wir diese Weite, die leere Weite unseres Geistes. And the ungraspability of sound. Und auch die Ungreifbarkeit des Klangs. Sound is always vanishing as it emerges. Klang verschwindet immer im Augenblick, da aufsteigt. In the body itself, in its direct emergence, is also ungraspable. Und auch der Körper selbst ist in seinem unmittelbaren Erscheinen unfassbar, ungreifbar. This ungraspability is the intrinsic freedom of body, speech and mind. Und dieses nicht greifen können ist sozusagen die innewohnende Freiheit von Körper, Sprache und Geist. The Buddhist texts say again and again the cause of suffering is grasping. Die buddhistischen Texte betonen wieder und wieder, dass die Ursache des Leidens im Festhalten, im Greifen liegt. With grasping we think we get hold of something. Indem wir nach etwas greifen, denken wir können etwas zu fassen kriegen. We know who we are, we know what we have to do. Wir wissen, wer wir sind, wir wissen, was wir zu tun haben. It creates a kind of closure. Und das erzeugt eine Art Verschluss. Because just as if I grasp my watch, I now have the certainty about where my watch is.
Denn wenn ich zum Beispiel jetzt diese Uhr hier greife, meine Uhr, dann habe ich jetzt eine Gewissheit darüber, wo meine Uhr ist. And there's something reassuring in that. Und da ist natürlich etwas, was uns etwas Sicherheit verleiht. But I lose a lot when I do this. Aber ich verliere auch gleichzeitig eine Menge, wenn ich das tue. I gain my watch, Gewinne meine Uhr, but I lose the freedom of my hand. aber ich verliere die Freiheit meiner Hand. If I drop the watch, now I have the freedom of my hand back again. I can do many different things. Wenn ich die Uhr fallen lasse, dann habe ich die Freiheit meiner Hand wieder erlangt und kann mit ihr viele verschiedene Dinge tun. So the structure in samsara is that we become so fixated on getting something Und die Struktur des Samsara besteht darin, dass wir so darauf fixiert werden, etwas zu bekommen, that we sacrifice the spontaneous freedom of our potential. sodass wir die spontane Freiheit unseres Potenzials opfern dafür. And after a while we die, Nach einer Weile sterben wir and all that we had grasped is dispersed in the world to other people. und alles, was wir da festgehalten und ergriffen haben, wird an andere Leute in der Welt verteilt. When you're young, you grasp on to be young and healthy and beautiful. Wenn wir jung sind, dann halten wir an unsere Jugend, an unsere Gesundheit und Schönheit fest. As the years go by, it becomes more difficult to hold on to that. Und wie die Jahre so vergehen, wird es zunehmend schwierig, uns daran festzuhalten. Old age, sickness and death are coming. Das Altern, die Krankheiten und auch der Tod sind unterwegs schon zu uns. The great wrinkle factory has gone into production. Die große Faltenfabrik hat schon ihre Produktion angeworfen. The glue that keeps the hair on my head is getting thinner. Der Kleber, der meine Haare am Kopf festhält, wird dünner. It's what I imagined I was, I no longer am. Und was ich mir vorgestellt habe, dass ich bin, bin ich nicht mehr. So how can I be who I am today if I think, oh, but before I could do this, I could do that? Wie kann ich also das sein, was ich heute bin, wenn ich mir vorstelle, früher konnte ich das machen und jenes machen? Children often look to the future. When I grow up, I'm going to do this and that. Kinder haben oft so eine Vorschau für die Zukunft, was sie sich vorstellen tun zu können. And old people often look to the past. Oh, when I was young, it was very different. Und alte Leute schauen in die Vergangenheit und sagen, als ich jung war, da war das alles noch anders. The key point is to be in ourselves as we are in this moment. Wir müssten sozusagen mehr zu uns halten, wie wir sind in diesem Augenblick. Ideas of the past and the future are graspable. Die Ideen von Vergangenheit und Zukunft sind greifbar. They're concepts, they're ideas that you can manipulate. Das sind Konzepte, Vorstellungen, die man manipulieren kann. But to be alive in this moment, there is life. Aber lebendig in diesem Augenblick zu sein, ist einfach nur Leben. Life is interactive, Und das Leben ist etwas Interaktives unpredictable. und Unvorhersehbares. And so you have to be here to be alive. Also man muss hier sein, um am Leben zu sein. Being alive is not a story. Am Leben zu sein ist keine Geschichte. It's something quite amazing. Etwas sehr Erstaunliches. So when he says Omahum means remember to be here. Wenn wir also Omahum sagen, heißt das, erinnere dich, dass du hier bist. Then it said Mahaguru means a great guru. Dann heißt es Mahaguru. Guru means teacher or the one who relays some kind of truth. Guru bedeutet hier Lehrer oder jemand, der eine Art von Wahrheit übermittelt. You can meet various kinds of gurus and they tell you different kinds of practices and ideas. Man kann viele verschiedene Arten von Gurus treffen, die eine verschiedene Arten von Praktiken und Vorstellungen vermitteln. You hear that for a while, you might be inspired, but after time it starts to drift away. Man kann das für eine Weile hören und inspiriert sein, aber nach einer Weile beginnt es wegzudriften. So who is the great guru? Wer aber ist der große Guru? This is the one that is always there. Das ist derjenige Guru, der immer da ist. This is the emptiness of your own mind. Und das ist die Leerheit des eigenen Geistes. From the very beginning, the mind is completely pure. Von allem Anfang an war der Geist immer vollständig rein. Awareness has never been contaminated by anything that has occurred. Die Bewusstheit wurde niemals von irgendetwas, was darin erschienen ist, verschmutzt. If you rest into open awareness, this will be present all the time and will automatically release all the various knots
social interaction. Wenn man diese offene Bewusstheit anschaut, dann wird sie immer vorhanden sein und sie wird automatisch die verschiedenen Verknotungen, soziale Wechselwirkungen auflösen. Then it says Sarva Siddhi Hum. Dann heißt es Sarva Siddhi Hum. Sarva means all, Siddhi means the kind of powers which can arise through meditation, and Hum is a kind of enforcing or activating expression, which is the condensation of the five wisdoms. Und Sarva bedeutet hier alles oder umfassend und Siddhis sind die verschiedenen Fähigkeiten, Kräfte, die man durch die Meditation erlangen kann. Und Hum ist eine Art Silbe, die das Ganze verstärkt und aktiviert und damit eine Kondensation des Ausflusses der 5 Weisheiten darstellt. Sarva Siddhi means all the potential which is embedded in the open ground of being becomes available when you rest in the ground and stop clinging on to concepts. Und Sarva Siddhi bedeutet, dass das gesamte Potenzial, das in diesem offenen Raum verfügbar ist, auch tatsächlich verfügbar wird, erhältlich wird, wenn man aufhört, an den Konzepten festzuhalten. Usually between ourselves as a potential and the world we have a veil of obscurations. Für gewöhnlich haben wir zwischen uns selbst mit unserem Potenzial und dem Potenzial der Welt sozusagen einen Schleier von Verdunklungen. These obscurations operate in both directions. Und diese Verdunklungen wirken oder funktionieren in beide Richtungen. We live with limiting ideas about ourselves and limiting ideas about the world. Wir haben begrenzte Ideen von uns selbst und begrenzte Ideen bezüglich der Welt. We might carry regrets about our lives, feel we wasted our chances. Wir könnten zum Beispiel Reue über bestimmte Aspekte unseres Lebens haben. Wir könnten das Gefühl haben, wir hätten Chancen vergeudet. These kind of thoughts become a preoccupation. Und diese Art von Gedanken werden zu einer Beschäftigung. So that we are caught with a kind of haze of regret fixated on the past. Dass wir mit seiner Dunst von Reue umgeben sind, der sich an der Vergangenheit fixiert. These kind of negative thoughts constellate or pattern our potential as we move towards the world. Und diese Art von Gedanken konstellieren oder prägen unsere Bewegung auf die Welt so gewisse Muster auf. And that creates a particular kind of restriction. Und das erschafft dann wiederum eine gewisse Form von Begrenzung, von Restriktion. It also limits our perception of the potential which is available in the environment. Das limitiert, begrenzt auch unsere Wahrnehmung des Potenzials, das uns die Umgebung bietet. Because we move towards the world with expectations of what other people will think of us or what is available for us. Denn wir bewegen uns auf die Welt zu bereits mit vorgefassten Erwartungen, was andere Leute über uns denken werden oder was uns überhaupt zur Verfügung stehen wird. For example, in London just now there are many young Asian women. Zum Beispiel in London gibt es im Moment viele junge asiatische Frauen. From families which have been immigrants for 1 or 2 generations. Und sie kommen aus Familien, die nach England eingereist sind vor 1 oder 2 Generationen. And you can see a whole arc of possibilities. Und du kannst dort einen ganzen Bogen von Möglichkeiten sehen. There are some daughters who are, until they're married, only daughters. Es gibt Töchter, die bis sie verheiratet sind, lediglich Töchter sind. They're living in the patriarchal structure. Sie leben in dieser patriarchalischen Struktur. They wear traditional clothes and they cover their face most of the time. Sie tragen traditionelle Kleider und bedecken ihr Gesicht die meiste Zeit über. They walk looking at the ground. Sie laufen, indem sie auf den Boden schauen. And they quickly become silent. Sie werden sehr schnell still. Then at the other extreme you have young Asian girls who are just enjoying being young and beautiful and bopping around and wearing crazy clothes.
Und auf der anderen Seite des anderen Extrem des Spektrums hat man die jungen asiatischen Mädchen, die sehr schrill angezogen sind und ihr Leben genießen und sozusagen alle möglichen Gelegenheiten auch genießen. So, situations like that are very helpful for us to see the nature of culture. Und solche Situationen sind für uns sehr hilfreich, um die Natur der Kultur zu sehen. In a strong traditional culture, you're brought up to think that as a girl, you should always let the boys go first. In einer stark traditionellen Kultur wird man dazu gebracht, zu glauben, dass als Mädchen man immer den Jungs den Vorrang, den Vortritt geben muss. Boys get better food, they get more education and so on. Die Jungs kriegen besseres Essen, kriegen mehr Schulbildung und so weiter. And that appears to be true. Und das erscheint als Wahrheit. Because performatively it's what's going on and everybody is confirming this value system. Denn auf der Ebene der Handlung ist das, was vor sich geht, und das wird also sozusagen bestätigt, oder alle bestätigen dieses Wertesystem. But then in a city like London, some of the girls slip away from their family rule book and start to explore, who am I? How will I be? Aber in einer Stadt wie London gleiten einige dieser Mädchen sozusagen aus dem Regelbuch der Familie heraus und fangen an zu erforschen, wer sie sind und wie sie sein wollen. And in that moment, the alignment between who I am and who I've been told I am starts to separate. Und diese Abgleichung zwischen wer sie sind und wer sie zu sein haben, gemäß dem, was ihnen gesagt worden ist, beginnt sich zu trennen. And as we step towards freedom, social freedom at least, the messages we've received about how we should behave and what we should do start to drift away and become less powerful. Und wenn wir sozusagen einen Schritt in Richtung Freiheit machen, zumindest soziale Freiheit, beginnen all die Botschaften, die wir empfangen haben, darüber, wie wir zu sein haben, allmählich sozusagen zu zerbröseln und ihre Macht über uns zu verlieren. And we see, oh, my life is not written in the book of gender or race or culture. Wir beginnen zu sehen, dass unser Leben nicht in dem Buch von Geschlecht, Kultur oder Rasse geschrieben ist. And instead of seeing a book full of writing in front of us, we see more and more blank pages. Statt also ein Buch mit schon vielen Sätzen auf den Seiten zu sehen, sehen wir zunehmend leere Seiten. And we can start to write different versions of ourselves. Und wir können anfangen, auf diesen leeren Seiten verschiedene Versionen unserer selbst zu schreiben. And we find our potential unveiling itself as we step into different situations. Und wir beginnen zu sehen, wie sich unser eigenes Potenzial sozusagen entschleiert, indem wir in verschiedene Situationen hineintreten. So this is a general example for pointing to how beliefs become an organizing obscuration. Und das ist gewissermaßen ein allgemeines Beispiel dafür, wie Glaubensvorstellungen zu einem Organisationsprinzip für unsere Verdunklung werden. And of course they operate on a subtle level as well. Natürlich funktioniert das auch ebenso auf einer subtileren Ebene. When we don't like ourselves, when we feel we should try harder, when we're dissatisfied with the shape of our body or our intelligence. Wenn wir uns nicht wirklich mögen, wenn wir das Gefühl haben, wir müssten uns mehr anstrengen, wenn wir nicht wirklich mit unserer Intelligenz oder der Form unseres Körpers zufrieden sind. When we're envious or proud. Wenn wir neidisch sind oder stolz sind. Feeling oppressed by other people, feeling desireful of other people. Wenn wir uns durch andere unterdrückt fühlen oder wenn wir Begierde nach anderen Leuten entwickeln. Each of these is like a veil which screens the potential of what's in front of us. All das sind sozusagen wie Schleier, die das Potenzial, das direkt vor uns liegt, gewissermaßen abschirmt. So when we say Hum at the end of the mantra, wenn wir also das Hum am Ende dieses Mantras sprechen, it represents the purification of the five main obscurations into the five wisdoms. Dann repräsentiert das die Reinigung der
5 hauptsächlichen Verdunklungen zu den 5 Weisheiten. It's not that one thing becomes another. Es ist nicht so, dass ein Ding zu einem anderen wird. If you have a piece of coal and you keep washing it, it won't turn into chalk. Wenn man also ein Stück Kohle nimmt und es versucht zu putzen und zu reinigen, wird es sich dadurch nicht in ein Stück Kreide verwandeln. But if you burn the coal, it will become ash, because coal has the potential to become ash. Wenn man aber die Kohle verbrennt, dann wird sie zu Asche, denn die Kohle hat bereits das Potenzial, Asche zu sein. Generally speaking, in Buddhism we believe that all beings have the Buddha nature. Allgemein gesprochen wird im Buddhismus der Glaube postuliert, dass jedes Wesen die Buddha-Natur hat. The potential for being relaxed and open and awake, fully present. Das ist das Potenzial, entspannt und offen, vollständig erwacht und gegenwärtig zu sein. But this is covered over. Aber dieses Potenzial ist verdeckt. What is it covered by? Durch was ist es verdeckt? Limitations. Durch Begrenzungen. So, in the general outer Mahayana path, the path coming from the Prajnaparamita literature and so on, In diesem allgemeinen Mahayana-Pfad, dem Pfad, der sozusagen durch die Prajnaparamita-Literatur und so weiter beschrieben wird, we are concerned with getting rid of obstacles. beschäftigen wir uns damit, diese Hindernisse zu beseitigen. There are many technical words in Buddhism, so I may use words you don't understand. Don't worry about that too much. Es gibt einige technische Begriffe im Buddhismus und es kann sein, dass James diese Begriffe benutzen wird. Wenn wir sie nicht verstehen, macht euch keine Sorgen. The main point is if you feel that the good is being covered by something bad, you want to get rid of the bad. Der Hauptpunkt hier ist, dass wenn wir das Gefühl haben, dass das Gute durch irgendetwas Schlechtes überdeckt ist, dann haben wir natürlich den Wunsch, das Schlechte loszuwerden. But through the understanding of emptiness, the absence of any true essence or substance in whatever appears, Aber durch das Verstehen der Leerheit, also durch das Begreifen, dass in was immer erscheint, es keinerlei Substanz oder Essenz gibt, you see that there is no strong reality or truth in the obscurations themselves. können wir erkennen, dass es keine starke Realität oder Wahrheit in den Verdunklungen selbst gibt. The obscurations are a misinterpretation. Die Verdunklungen sind nichts als eine Missinterpretation, eine Fehlinterpretation. The misinterpretation creates an illusion which functions as delusion. Diese Fehlinterpretation erschafft eine Illusion, die als Täuschung funktioniert. So in the traditional example, if you're in a hot country like India and you're in a village, you walk home at night. Im traditionellen Beispiel, wenn man in einem so heißen Land wie Indien lebt und man geht nachts nach Hause. If you're a villager, you usually carry a big bamboo pole. Wenn man ein Dorfbewohner ist, dann trägt man für gewöhnlich einen großen Bambusstock. You're walking along the path, you see a snake. Man läuft da so den Weg entlang und plötzlich erschrickt man, weil man auf dem Weg eine Schlange sieht. Put your stick onto the snake to try to get it away. Dann nehmen wir unseren langen Bambusstock und versuchen die Schlange zu verscheuchen. But it's not really moving. Aber sie will sich nicht bewegen. So you start beating it. Also fangen wir an, auf sie einzuschlagen. Not moving. Bewegt sich nicht. The snake is dead. Die Schlange ist tot. Now I'm safe. Jetzt geht's mir gut, ich bin sicher. I poke it again. Dann stecke ich da wieder ein bisschen oder staube. It's really dead. Wirklich tot. So now I think, oh, what kind of snake is this? Dann kommt die Neugierde auf. Was ist denn das für eine Schlange? I go a bit closer. Dann gehe ich ein bisschen näher hin. Oh, it's not a snake. It's a piece of rope. Oh, es ist ja gar keine Schlange. Es ist ja ein Stück Seil. What have I killed? Was habe ich getötet? This was an illusion to take the snake as something which is there when in fact it's a piece of rope. Das war eine Illusion, etwas für eine Schlange zu halten, wo es dann in Wirklichkeit ein Stück Seil war. The delusion is when we really get into, we are caught by the illusion and act as if it is the truth. Die Täuschung entsteht dann, wenn wir die Illusion
sozusagen als für bare Münze nehmen und anfangen so zu handeln, als sei sie die Wahrheit. In a similar way, when we feel certain kinds of emotions, we take them to be true statements of ourselves. In der gleichen Weise, wenn wir gewisse Formen von Emotionen erfahren, dann nehmen wir sie als irgendeine wahrhafte Feststellung unseres So-Seins, unseres Zustands. Or you might find you're a bit proud. Vielleicht finden wir raus, dass wir ein bisschen stolz sind. And you think, oh, I shouldn't be proud, I want to be a Buddhist. Und dann sagen wir, oh, ich sollte nicht stolz sein, ich will doch Buddhist sein. I can't be a proud Buddhist, so I have to stop being proud in order to be a Buddhist. Da es mir ja nicht möglich ist, ein stolzer Buddhist zu sein, muss ich aufhören, stolz zu sein, damit ich ein Buddhist sein kann. I have to remove the pride. Ich muss also den Stolz beseitigen. This is how not to be a Buddhist. Und das ist aber die Art und Weise, wie man eigentlich nicht Buddhist ist. Because you're taking the pride as something strongly real. Denn wir nehmen den Stolz als etwas stark Reales. Actually, pride is an illusion. Aber Stolz ist in der Tat eine Illusion. Just as you see a mirage on the road on a hot summer's day, Es ist so wie diese Spiegelung auf einer heißen Straße an einem heißen Sommertag. we can become inflated with ideas about ourselves, Kann es sein, dass wir aufgeblasen sind mit Vorstellungen von uns selbst. and these ideas, as long as we believe in them, seem to be true. Und diese Ideen scheinen, solange wir an sie glauben, auch tatsächlich wahr zu sein. But they are not. Sind sie aber nicht. So, in the Dzogchen tradition, which we are mainly concerned with here, In der Dzogchen-Tradition, das ist die, mit der wir uns hier hauptsächlich beschäftigen, they say that the structure of our experience follows a particular structure. es wird gesagt, dass die Struktur unserer Erfahrung sozusagen einer bestimmten speziellen Struktur folgt. There is one ground or basis or source Es gibt da einen Grund oder eine Basis, eine Quelle. from which everything comes. Und aus diesem Grund, aus diesem Boden, aus dieser Basis kommt alles. And this is the open, spacious awareness itself, Das ist die offene, raumhafte Bewusstheit selbst. which is not a thing. Und sie ist kein Ding. From this ground arise two paths. Und aus diesem Boden, aus diesem Grund entstehen zwei Pfade. There is the path arising from the direct expression of that ground, Da gibt es einen Pfad, der aus dem unmittelbaren Ausdruck dieses Grundes entsteht, in which everything which arises we see as the expression of emptiness, in welchen oder auf welchen dann alles, was entsteht, als Ausdruck dieser Leerheit unmittelbar gesehen wird. and the other direction is to ignore the ground. Die andere Richtung ist den Grund, den Boden, die Basis zu ignorieren. And when we do that, we are left with a lot of stuff. Und wenn wir das tun, dann bleibt uns nur eine Menge Zeug über. For example, if you look at the clouds in the sky, Wenn man die Wolken am Himmel anschaut, like today there's clouds everywhere, heute überall Wolken, you don't see the blue sky, dann können wir das Blaue vom Himmel nicht sehen. and the clouds seem quite dense. Die Wolken scheinen ziemlich dicht zu sein. We could think, oh, the sky means clouds, Könnte man denken, Himmel bedeutet einfach Wolken. and the clouds are the limit of our world. Und die Wolken sind sozusagen die Begrenzung unserer Welt. Until there is a gap in the clouds, this could be like a big wrapper around your sense of how the world is. Solange es keine blaue Lücke in den Wolkenhimmel gibt, könnte das sein, dass wir die Wolken sozusagen als eine große Verpackung empfinden, die gewissermaßen die Grenze unserer Welt definiert. But when the clouds open a little bit and you see the expanse of space beyond them, you see that the clouds are hovering inside the space. Wenn sich aber die Wolken mal öffnen und wir die Weite des Raumes dahinter sehen, dann sehen wir, dass die Wolken auch nichts anderes tun, als einfach irgendwo in diesem Raum rumzuhängen. In the same way, when you don't see the open, empty nature of your own mind, which is revealing everything, In der gleichen Weise, wenn wir die offene, leere Natur unseres Geistes nicht erkennen, die eigentlich alles enthüllt,
this leads to the conceptualization, the creation of the sense of I am a subject inside looking at the world outside. Und das führt dann zu dieser Konzeptualisation, zu dieser Verbegrifflichung, zu der Annahme eines Ichs, das gewissermaßen in die Welt hinausschaut. I am a thing in a world of things. Ich bin ein Ding und ich bin in einer Welt voller Dinge. Now, this view is the basis of the first of the afflictions or obscurations, which is translated as stupidity or the power of assumption. Und diese Sichtweise führt sozusagen zu der ersten Gruppe von Verdunklungen oder Plagen von die man als Dummheit oder als die Macht von vorweggenommenen Annahmen bezeichnen könnte. So if I say, hello, I'm James. Wenn ich also mich vorstelle, hallo, ich bin James. And you say, no, you're not. Und du sagst, nein, du bist es nicht. No, I'm James. Dann werde ich sagen, no, doch, ich bin James. No, you're not. Bist aber nicht. You're mad or I'm mad. Dann werden wir denken, du bist verrückt oder ich bin verrückt. Because it's quite unsettling. Das macht einen wirklich etwas verwirrt. We think, I'm me. I'm just me. I've always been me. Wir denken, ich bin doch ich bin schon immer ich gewesen. This is the flavor of stupidity. Das ist der Geschmack sozusagen der Dummheit. It doesn't mean that you are an ignorant person in the sense of not knowing mathematics or 10 languages. Das heißt hier nicht, dass man eine ignorante Person in dem Sinne ist, dass man vielleicht Mathe nicht kann oder nicht 10 Sprachen beherrscht oder sowas. What it means is that you're clinging to an unexamined assertion. Was es hier bedeutet, ist, dass wir an einer nicht näher untersuchten Annahme hängen. In a way that makes it impossible to examine the assumption. Und zwar in einer Art und Weise dranhängen, die es zugleich unmöglich macht, dieser Annahme wirklich einer Untersuchung zu unterwerfen. So if you say, but you're not James. Wenn ihr also sagt, du bist aber nicht James. If I'm not James, who am I? Wenn ich nicht James bin, wer bin ich dann? I could be anyone. Maybe I have amnesia. Könnte dann jeder sein. Vielleicht habe ich eine Amnesie, einen Gedächtnisverlust. I need to find out who I am. Ich muss herausfinden, wer ich bin. I go to the police station. I say, hello, are there any missing people? Dann gehe ich zur Polizei und frage, gibt es hier Vermisste? I feel like I'm me, but maybe I'm a missing person. Ich fühle mich wie ich, aber vielleicht bin ich einer dieser Vermissten. My identity must be somewhere in your police records. Please find me. Meine Identität muss sich ja irgendwo in eurer Akte befinden. Bitte findet mich. Because we're looking for another construct. Wir schauen nach einem anderen Konstrukt aus. If I'm not this construct, I must be some other kind of construct. Wenn ich nicht dieses Konstrukt bin, dann muss ja ein anderes Konstrukt sein. That's what stupidity means, that you don't know how to directly observe yourself. Und das ist das, was Dummheit bedeutet, dass wir es nicht verstehen, wie man auf unmittelbare Weise sich selbst beobachtet. We're used to observing ourselves in a conceptually mediated way. Wir sind daran gewöhnt, uns selbst zu beobachten in einer Art und Weise, die durch Begriffe vermittelt wird. So we think about ourselves. Wir denken mehr über uns selbst. So patients in psychotherapy often come to a session saying, oh, after last week I was thinking more about my mother, so I looked out these old photographs. Patienten in der Therapie kommen manchmal und sagen, oh, letzte Zeit habe ich mehr über meine Mutter nachgedacht und dann habe ich eben dieses Fotoalbum durchgeschaut. And they might show you some photos and talk more about what happened, and when dad left, mom became very, very upset, and things like this and that. Sie zeigen uns vielleicht die Fotos und erzählen vielleicht irgendwelche Geschichten, wie es war, als der Vater die Mutter verlassen hat und wie aufgebracht sie war und so weiter und so fort. On one level, it looks as if the person is uncovering more of the truth of their life. Auf einer Ebene schaut es so aus, als würde die Person sozusagen mehr von der Wahrheit ihres Lebens aufdecken. But actually,
they're talking themselves into existence. Aber in Wirklichkeit sprechen sie sich selbst sozusagen in ihre Existenz. They are creating a more and more elaborated image of who they are. Sie erschaffen ein mehr und mehr ausgearbeitetes Bild, von dem wir sie sind. This is a silk woven of gossamer. What's gossamer? Gossamer is a very fine thread, it's like a spider's web. Das ist eine Seide, die aus gewissermaßen Spinnenweben gewebt ist. And we keep spinning and spinning these stories of our lives to make these images which captivate us and captivate other people. Und wir spinnen immer mehr solche Seidenbilder, die uns gefangen nehmen und die auch andere Leute gefangen nehmen. This is what the term mental dullness or stupidity means. Und das ist das, was der Begriff mentale, geistige Stumpfheit oder Dummheit bedeutet. Because you can't see what's there because you keep telling yourself what's there. Denn wir hindern uns daran zu sehen, was da ist, indem wir uns erzählen, was da ist. The story hides the actuality. The interpretation hides the actuality. Es ist die Geschichte oder die Interpretation, die die Tatsächlichkeit verdeckt. The actuality is always there. Nun, das Tatsächliche ist immer da. Our mind is open and empty. Unser Geist ist offen und leer. Now, if a school teacher says to a student, "You have an empty mind," Wenn aber ein Lehrer, ein Schullehrer, ein Schüler sagt, du hast einen leeren Geist, we can take it that this is not a compliment. könnten wir davon ausgehen, dass es nicht gerade ein Kompliment war. The teacher says, "Put something into yourself." Der Lehrer sagt, jetzt bring mal was da irgendwie hinein. But from the Buddhist point of view, if we say your mind is open and empty, we say, "Oh, thank you very much." Aber vom buddhistischen Standpunkt, wenn jemand sagt, dein Geist ist offen und leer, dann können wir uns nur bedanken. Open and empty doesn't mean nothing at all. Denn offen und leer bedeutet nicht, dass da überhaupt nichts wäre. It means without limitation on the potential to manifest in different ways. Es bedeutet ohne jedwede Begrenzung zur Manifestation, zum Erscheinen in jedweder Art und Weise. One of the ways in which the mind can manifest is as stupidity. Und eine der Art und Weisen, in der sich der Geist manifestieren kann, ist die Dummheit. Why? Warum? Because this open, empty mind is without bias. Denn dieser offene, leere Geist hat keinerlei Neigungen. Everything in samsara, everything in nirvana has the same ground. Alles in Samsara und alles in Nirvana hat denselben Grund, dieselbe Basis. It shows whatever channel you want. Sie zeigt uns immer den Sender, den wir sehen wollen. Just like with the television, you press a button, you get a different channel. Als ob wir uns durch den Fernseher zappen würden. If you get samsara channel, then you know what to expect. Wenn wir Samsara-Kanal gewählt haben, dann wissen wir, was wir zu erwarten haben. So once we're believing that I really exist, I am me, and that's final, and just accept I am who I am. Wenn wir erst einmal glauben, dass wir existieren, dann haben wir das Gefühl, ich bin ich und so bin ich halt. Dann nehmen wir das sozusagen als gegeben. This is a stream of thoughts, feelings, and statements. Das ist ein Strom von Gedanken, Gefühlen und Behauptungen. Where do they come from? Wo kommen sie her? From the unborn mind. Aus dem ungeborenen Geist. Like a mirage in the road, like a rainbow in the sky. Wie diese Fata Morgana auf der Straße oder ein Regenbogen am Himmel. Something appears to be there, but there is no essence or substance to it. Etwas erscheint da zu sein, aber es hat keinerlei Essenz oder Substanz an sich. I exist, I'm real. Ich existiere, aber ich bin real. Everyone who's lying in the cemetery once said that. Jeder, der auf dem Friedhof liegt, hat es einst mal gesagt. This identity that we have now that we protect so very well will soon be gone. Diese Identität, die wir jetzt zu haben glauben und die wir so bemüht beschützen wollen, wird früher oder später vorbei sein, gegangen sein. We didn't come out of our mother's body looking the way we do now. Wir sind nicht aus dem Körper unserer Mutter rausgekommen und haben so ausgeschaut, wie wir jetzt ausschauen. Each of us has already been thousands of people in our lifetime. Jede von uns ist schon tausende Leute gewesen in unserer Lebenszeit. So when we say, but this is me,
Wenn wir aber dann sagen, aber ich bin das, this is a contingent contextual statement. dann ist das sozusagen ein bedingtes und kontextbezogenes Statement, eine kontextbezogene Behauptung. Where do the thoughts and feelings and statements come from? Und wo kommen diese Gedanken, Gefühle und Behauptungen her? They come from the open, empty mind. Sie kommen aus dem leeren, offenen Grund. So when you see that, you have in the tantric tradition, what they would say is the transformation of the affliction of stupidity into the wisdom of the infinite hospitality of the mind. Und wenn wir das erkennen, dann würde man in der Tradition des Tantrismus sagen, findet eine Transformation in die diese Verdunklung in die unendliche, in die Weisheit der unendlichen Gastfreundschaft des Geistes. In Tibetan it's called Shuing Yeshe. Yeshe means primordial knowing, the kind of knowing which has been there from the very beginning and therefore not built up bit by bit through education. Und im Tibetischen wird diese Weisheit als Töing Yeshe bezeichnet. Yeshe hier ist der Begriff für ursprüngliches Wissen, also für ein Wissen, das von allem Anfang an vorhanden war und nicht durch Bildung oder Erziehung aufgebaut worden ist. In the Chuying means the space or the infinity within which all dharmas or phenomena arise. Und Chuying ist so der Raum oder die Unendlichkeit, in der alle Erscheinungen oder Dharmas erstehen. Our mind is the stage or setting within which all experience arises. Unser Geist ist sozusagen die Bühne oder das Umfeld, in der alle Erscheinungen entstehen. There are millions of rooms. Es gibt Millionen von Räumen. Each room is like a world in itself. Und jede dieser Räume ist wie eine Welt an sich. What can look small is also infinite. Was klein erscheint, könnte auch unendlich sein. So each person in this room is the center of the world. Jede Person in diesem Raum ist ein Zentrum der Welt. Which world? Aber welche Welt? The only world which is. Das ist die einzige Welt, die es gibt. And that is the world of your experience. Das ist die Welt eurer Erfahrung. You see with your eyes, you hear with your ears. Ihr seht mit euren Augen, ihr hört mit euren Ohren. Experience unfolds. Und die Erfahrung entfaltet sich. New York. New York. This is an idea in my mind. Das ist eine Idee in meinem Geist. I have never been there. I don't want to go there. Ich war da noch nie, ich will da nicht hingehen. But I know where it is. Aber ich weiß, wo es ist. It's in my mind. In meinem Geist. Should I be foolish enough to get on a plane and fly for many hours and arrive in a big airport? Sollte ich idiotisch genug sein, um ein Flugzeug zu besteigen, viele Stunden zu fliegen und an einem Flughafen anzukommen? Welcome, James. You are now in New York. Willkommen, James. Du bist jetzt in New York. What will happen? Was wird geschehen? I will experience streets and people and taxis and food and a bed. Ich werde Straßen und Leute und Taxis und Nahrung, Essen erfahren. What New York will I get? Welches New York werde ich bekommen? My New York. Mein New York. I won't get anyone else's New York. Ich werde also nicht das New York von irgendjemand anderem bekommen. And no one else will get my New York. Und niemand wird mein New York bekommen. This is the nature of experience. Das ist die Natur von Erfahrung. Language, in giving us access to a shared structure and system of signifiers, Sprache gibt uns ein sozusagen gemeinsam geteiltes System von Bedeutungsträgern. allows us to imagine that there is a real New York, and we all know what New York is. Und das erlaubt uns vorzustellen, dass es da so ein echtes, reales New York gibt und dass wir alle wissen, wie New York ist. If you're interested in theater, if you go to New York, then you have to go to Broadway. Wenn man sich für Theater interessiert und nach New York geht, muss man Broadway besuchen. It's where all the big shows are presented.
der Ort, wo die ganzen großen Shows gezeigt werden. But what is this street? Aber was ist diese Straße? If you ask different people, it will mean different things. Wenn man verschiedene Leute befragt, wird es für sie verschiedene Bedeutungen haben. People who are intoxicated by theatre will find Broadway a very important idea. Leute, die sozusagen berauscht sind vom Theater, werden Broadway als eine sehr wichtige Idee empfinden. For people who prefer baseball, it won't mean very much. Für Leute, die sich mehr für Baseball interessieren, wird Broadway nicht so viel bedeuten. So what is it? Was ist es also? It is what you make of it. Es ist das, was du daraus machst. This is freedom. Das ist Freiheit. This is your existential freedom. Das ist deine existenzielle Freiheit. This is your world, Deine Welt. however it is. So wie sie ist. Even if you have bad arthritis and you have a lot of pain. Sogar dann, wenn du ganz schlimme Arthritis hast und eine Menge Schmerzen. What is the pain for you? Was ist der Schmerz für dich? Some people become demoralized by pain. Manche Leute werden vom Schmerz demoralisiert. Some people become courageous. Manche Leute werden mutig. The fact of pain doesn't determine what will happen. Die Tatsache von Schmerz bestimmt nicht, was geschehen wird. The fact of arriving in New York doesn't determine some particular program of experience. Die Tatsache, in New York anzukommen, bestimmt kein bestimmtes Erfahrungsprogramm. This is the openness of the mind. Das ist die Offenheit des Geistes. All dharmas, all phenomena are within the space of the mind. Alle Dharmas, alle Erscheinungen, Phänomene befinden sich im Raum des Geistes. Moment by moment, as we move in the world, we are positioned to experience the unfolding of particular patterns. Augenblick für Augenblick, wenn wir uns durch die Welt bewegen, positionieren wir uns für die Erfahrung ganz spezifischer Musterbildungen. Patternings of what? Musterbildung von was? Patternings of the radiance of the mind. Das ist die Musterbildung der Strahlkraft des Geistes. Form is emptiness. Emptiness is form. Form ist leer, Leerheit ist Form. It means the appearances in this room are empty. Und das bedeutet, dass die Erscheinungen in diesem Raum leer sind. When they're empty, it means you can't find any core to them. Ihr Leersein bedeutet, dass wir in ihnen keinerlei Kern finden können. For example, we have wooden pillars holding up the ceiling. Zum Beispiel haben wir hier Holzbalken, die die Decke halten. If we cut into the wooden pillar, we don't find any particular essence. Wenn wir diesen Balken durchsägen, werden wir da keine spezielle Essenz finden. It's wood on the outside, wood 1 centimeter in, wood 5 centimeters in, and wood when you cut through to the other side. Es ist Holz draußen, Holz 1 cm Tiefe, Holz drin und wenn wir durchschneiden, immer noch Holz. The wood is made of cellular structure, Und dieses Holz hat so eine Zellenstruktur, that is to say, an interdependent patterning. es ist ein wechselseitig abhängiges Muster, which stays in that particular form as long as it doesn't encounter something which is stronger or harder than that form. Das bedeutet, dass es eben in dieser Form bleibt, solange es nicht etwas begegnet, das irgendwie stärker oder härter ist als diese Form. If you hit the pillar with your head, you will feel pain. Wenn du deinen Kopf an dem Balken schlägst, dann wirst du Schmerz empfinden. If you pour a little petrol on the pillar and light it, you will get your revenge. Wenn du ein bisschen Petroleum ausgießt und es anzündest auf dem Balken, dann wirst du die Rache kriegen. All phenomena arise in interdependence. Alle Phänomene stehen in wechselseitiger Abhängigkeit. They're not guaranteed by some internal fixed personal definition. Sie tragen keine Garantien in sich, die durch irgendeine innere persönliche Definition gewährt wird. Due to causes and conditions, the pillars are here in the room and painted red. Aufgrund von Ursachen und Bedingungen befinden sich diese Balken hier in dem Zimmer und sind rot angestrichen. If a building is even a little bit Buddhist, it has to have red paint somewhere. Wenn ein Gebäude auch nur ein wenig buddhistisch sein möchte, dann muss es irgendwo ein bisschen rote Farbe haben. So
paint the pillars red. Oh, Buddhism. Also musst du die Balken rot anstreichen und schon hast du deinen Buddhismus. This is the interplay of forces. Es ist sozusagen ein Wechselspiel von Kräften. The forces of creation, the forces of maintenance, and the forces of destruction. Das sind die Kräfte der Erschaffung, das sind die Kräfte der Aufrechterhaltung und die Kräfte der Zerstörung. Dharmas are appearing and disappearing moment by moment. Dharmas erscheinen und verschwinden Augenblick für Augenblick. Dharma means, in this sense, something which appears. It's a phenomena. Dharma bedeutet hier etwas, was erscheint, ein Phänomen. So, when you see this is the mind and these illusory forms arise in it, Wenn du also siehst, das ist der Geist und in ihm entstehen all diese illusorischen Formen, the dull stupidity of believing in truly existing individual entities dissolves by itself like the morning mist. dann löst sich die Dummheit zu glauben, dass das sozusagen wahrhafte Erscheinungen, die an sich selbst, also aus sich selbst heraus existieren, das löst sich auf wie der Morgennebel. So, in the language of Tantra, they would say that the poison of stupidity has been transformed into the wisdom of the infinite hospitality of the empty mind. In der Sprache des Tantra würde man sagen, dass das Gift der Dummheit sich transformiert wurde in die Weisheit der unendlichen Gastfreundschaft, der Offenheit des Geistes. Then the second affliction or poison or obscuration is desire. Und die zweite Plage oder Gift oder Verdunklung, wie man es nennen will, ist Begierde. When you think that there are real things in the world, Wenn du denkst, dass es da draußen in der Welt wahre vorhandene Dinge gibt, you like some and you don't like others so much. dann magst du welche und andere magst du nicht so sehr. Towards what hooks your attention, you feel some desire. On a hot day, you want to eat some ice cream. Das, was deine Beachtung gefangen nimmt, dem gegenüber fühlst du ein bisschen Begierde. Zum Beispiel an einem heißen Tag magst du vielleicht Eiscreme essen. So desire is a selective attention. Begierde ist sozusagen eine selektive Beachtung. It's highlighting certain features of the environment and pushing others into the background. Oder selektive Aufmerksamkeit, die sozusagen gewisse Elemente in der Umgebung herausstellt, stark beleuchtet und andere Elemente in den Hintergrund drängt. It says this is special. Sie sagt, das ist besonders. Western culture is turning around the wheel of romantic love. Zum Beispiel die westliche Kultur dreht sich um das Rad der romantischen Liebe. You are so special. I love you. Du bist so besonders, ich liebe dich. But if you interview the beloved's mother, she'll tell you a few things about this special person. Wenn du aber die Mutter der Geliebten interviewst, dann wird sie dir vielleicht ein paar andere Dinge über diese spezielle Person erzählen. What's so special? Was ist so besonders? I think you're special. Ich denke, du bist besonders. I'm not special. Ich bin gar nicht so besonders. But for me you are. Für mich bist du es aber. I think you're better than other people. Und ich denke, du bist auch besser als andere. Which is good, because it's going to stop me fucking all these other people. Das ist gut, weil es mich daran hindern wird, mit all den anderen zu schlafen. Love is like a little ceiling. Wrap something. Liebe ist sozusagen wie so eine kleine Versiegelung, die etwas abschließt. I want you because you are special. Ich will dich haben, weil du so besonders bist. Special for me. Besonders für mich. You're special for me because you make me feel good. Du bist besonders für mich, weil du dazu führst, dass ich mich gut fühle. I love you because of me. Ich liebe dich wegen mir. Not very transcendent. Nicht wirklich sehr transzendent. So mostly the movements of desire are confirmations of self. Meistens ist die Bewegung der Begierde eine Bestätigung von Ich, von selbst. I want to have this car because it makes me look good. I want to get these new shoes because I'm going to look really cute. Ich will dieses Auto haben, weil es mich gut aussehen lässt. Ich will diese schönen Schuhe haben, weil ich dann süß drin aussehe. So desire chops the world up
into the foreground and the background. Begierde schneidet also die Welt gewissermaßen in Scheiben auf. Ein Teil davon gerät dann in den Vordergrund und der Rest geht in den Hintergrund. But when we see that everything arises from the same ground, how would you make a strong discrimination? Wenn wir aber sehen, dass alles aus demselben Grund, aus derselben Basis entsteht, wie wollen wir denn eigentlich eine solche starke Unterscheidung treffen? In the traditional example, they say if you go through a land of gold, everything is gold. Traditionell Beispiel sagt man, wenn man durch ein Land des Goldes geht, ein Eldorado, dann ist alles aus Gold. Within this infinite realm of the Buddha's mind, everything is the radiance of the mind. Innerhalb dieses unendlichen Bereichs des Geistes des Buddha ist alles nichts anderes als die Strahlkraft des Geistes. No radiance is more radiance of the Buddha's mind than any other. Keine von diesen Ausstrahlungen ist mehr eine Ausstrahlung des Buddha als irgendetwas anderes. So, today the kind man came and delivered the benches and tables. Heute ist der freundliche Mann gekommen und hat die Tische und die Bänke geliefert. He was a kind man in a bad mood. Er war ein gütiger Mensch in schlechter Stimmung. His face looked pretty sour and his way of talking was quite grumpy. Sein Gesicht schaute ziemlich sauer aus und auch seine Sprechart war etwas grummelig. This is the radiance of the Buddha's mind. Auch das ist die Strahlkraft des Geistes des Buddha. No, I've seen the statue of the Buddha. He's smiling. Nein, das kann nicht sein. Ich habe doch die Statue des Buddha gesehen. Er lächelt. Buddhas smile. Grumpy people can't be Buddhas. Die Buddhas lächeln. Ein grummeliger Mensch kann doch kein Buddha sein. If that man became kinder in his heart and more peaceful, then perhaps we could recognize he is a Buddha. Wenn dieser Mensch, dieser Mann ein bisschen gütiger in seinem Geist, ein bisschen friedlicher werden würde, vielleicht könnten wir dann erkennen, dass er auch Buddha ist. In fact, I don't like grumpy people because they make me feel bad. And if they make me feel bad, I'm not going to say they're a Buddha. Und der Prozess hier ist, dass ich die grummeligen Leute nicht mag, weil sie mich schlecht fühlen lassen. Und wenn ich mich schlecht fühle, dann werde ich ihnen nicht zu billigen, dass sie Buddha sind. Now, of course, the delivery man is a Buddha who doesn't know he's a Buddha. Natürlich, der Lieferant war ein Buddha, der nicht wusste, dass er Buddha ist. He thinks he's being hard done by. Er denkt, dass er jemand ist, der gelackmeiert ist. But where does he come from? Aber woher kommt er denn? Oh, from the next town. Vom nächsten Städtchen. No, he comes from your mind. Nee, er kommt aus deinem Geist. If New York can arise in your mind, so can the grumpy man delivering the tables. Wenn New York in unserem Geiste stehen kann, dann kann auch der grummelige Mann, der die Tische bringt. Everything you meet is your mind. Alles, dem du begegnest, ist dein Geist. Now, this is not an idealistic philosophy. Hier geht es aber nicht um diese idealistische Philosophie. It's not saying you are merely a projection from my mind. Das heißt nicht, dass ihr lediglich Projektionen meines Geistes seid. And so if I was to click my fingers, you could all vanish. Es ist also nicht so, dass ich jetzt schnell mal mit dem Finger schnippen könnte und ihr würdet alle verschwinden. It's not like that. But what we get is our experience. Es ist nicht so, aber was wir bekommen, ist unsere Erfahrung. And my experience is what arrives plus my interpretation. Meine Erfahrung ist das, was ankommt, plus meine Interpretation. So, when everything is in this land of gold, no need for much interpretation. Wenn alles nun in diesem Eldorado, in diesem Goldland ist, dann gibt es keine große Notwendigkeit für Interpretation. Gold is gold is gold is gold. You don't need so many terms. Gold bleibt Gold und man braucht nicht so viele Begriffe. We saying grumpy man gold, Wir können sagen, grummeliger Mann Gold lovely children running on the hill gold. oder liebliche Kinder, die auf dem Hügel rumlaufen, Gold. It's all gold. Alles Gold. They are different. We can discern differences. Sie sind verschieden, wir können Unterschiede feststellen. It's not a homogenization. Es ist nicht wie sozusagen ein Einheitsmix. It's not everything into the blender. Nicht als würden wir alles in einen Mixer reintun und durchmischen. Everything is as it is, as the expression of the open empty mind.
Alles ist so, wie es ist, als der Ausdruck dieses offenen, leeren Geistes. So seeing this, desire is transformed into or arises as the wisdom that sees each thing precisely. Und diese Begierde so zu sehen, ist die Transformation dieses Geistesgifts in die Weisheit, alles exakt so zu sehen, wie es ist. Tibetisch. We don't see everything precisely as it is because of our own prejudice. Wir können nicht die Dinge präzise so sehen, wie sie sind, aufgrund unserer eigenen Vorurteile. We prefer certain vegetables to others, Wir bevorzugen gewisse Gemüse vor anderen. certain colors to others. Wir bevorzugen verschiedene Farben vor anderen. And so we're drawn towards what we like and we move away from what we don't like. Wir werden also von jenem, das wir mögen, angezogen und abgestoßen von jenem, das wir nicht mögen. But the Buddha is very wise. Buddha ist sehr weise. He said, if you want to be healthy, Wenn du gesund sein willst, please don't vomit on your food before you eat it. kotze nicht auf dein Essen, bevor du es gegessen hast. The world is your food, Die Welt ist deine Nahrung, cooked fresh moment by moment. immer frisch zubereitet, von Augenblick zu Augenblick. What smells, colors, tastes. Diese Gerüche, diese Farben, diese Geschmäcker. I don't like it. Ich mag es aber nicht. I don't want it. Ich will es nicht essen. Horrible. Furchtbar. This is vomiting. Das ist Kotzen. Children are more honest than adults. Kinder sind ehrlicher als die Erwachsenen. They vomit without shame. Sie kotzen ohne Scham. They say, I don't like this. Take it away, mommy. No, I don't eat this. Sie sagen einfach, ich will das nicht essen. Bring's weg, ich esse es nicht. But we have the same habit of rejection. We're just more skillful in being able to avoid going near what we don't like. Wir haben aber dieselbe Gewohnheit der Ablehnung. Wir sind nur etwas geschickter darin, zu vermeiden, in die Nähe dessen zu gehen, was wir nicht mögen. Because I don't like it, I don't look. Weil ich es nicht mag, schaue ich auch nicht hin. Because I don't look, I don't see. Und weil ich nicht schaue, sehe ich auch nicht. Because I don't see, I know I don't like it. Und weil ich es nicht sehe, weiß ich mag es nicht. Stupidity and desire are good friends. Also Dummheit und Begierde sind gute Freunde. When I was studying in art school, we would go sometimes to galleries. Als ich an der Kunstschule studierte, gingen wir manchmal in Galerien. And I remember I went with one of the women on the course into this room, and she ran out of it. And I went after her and said, no, we have to, let's look at this, because we're going through the history of art. Und er kann sich erinnern, sie sind da in einen Raum gegangen, er mit einer Mitstudentin, und sie rannte sofort wieder raus, und er ist dann hinterher gelaufen und gesagt, nee, wir müssen da rein und wir müssen Bild für Bild angucken, wir studieren doch gerade die Geschichte der Kunst. She said this early Renaissance art is just Jesus and Jesus and Jesus. I don't like Jesus, I don't want to look at pictures of Jesus. Und sie beklagte sich, dass diese frühe Renaissance-Kunst ja Jesus für Jesus Bilder produziert hat, und sie mag keinen Jesus und will keinen Jesus auf Bildern sehen. But that's not what it's about. Aber es ging ja gar nicht darum. It's a painting. Es ist ein Gemälde. It belongs to a period, the styles of brushstroke and so on, Es colors. gehört zu einer Periode, zu einer Art des Pinselstrichs, der Farbgebung und so weiter. So that's quite a crude example, but I would suggest we do that on a subtle level. Das mag vielleicht ein grobes Beispiel sein, aber was James vorschlagen würde, ist zu sehen, dass wir das auf subtileren Ebenen ebenfalls tun. So the purification of desire is to allow ourselves to see what is here. Die Reinigung der Begierde besteht darin, uns zu gestatten, zu sehen, was da ist. If you see and then you taste and you decide, not for me, okay. Wenn du siehst, wenn du probierst und entscheidest, das ist nicht für mich, dann ist es in Ordnung. But if you know in advance, Wenn du aber sozusagen im Vorhinein weißt, this is prejudice. dann ist es Vorurteil. And the mind of the Buddha is free of prejudice. Der Geist des Buddha aber ist frei von Vorurteilen. So then we have the third affliction, which is anger.
Dann haben wir noch die dritte Plage oder Verdunklung, das ist der Zorn. We know what anger is like. Anger is linked with aversion, with pushing away. Wir wissen, was Zorn ist. Das ist verknüpft mit Abneigung, mit dem Bedürfnis, Dinge wegzudrängen. Something irritates us or disappoints us. Some event or person induces a negative feeling arising in us. And then in seeing the other as the cause, we want to get rid of them. Irgendetwas irritiert uns, irgendetwas Negatives ist erschienen oder eine andere Person und indem wir das andere gewissermaßen als die Ursache unserer negativen Gefühle sehen, wollen wir sie loswerden. In the first minute there is a fresh encounter and there may well be some distaste. In dem ersten Augenblick ist es eine frische Begegnung und in dieser Begegnung mag es sehr wohl irgendetwas gegen unseren Geschmack gehen. When I was about 5, I remember a bee stung me and when I was in the garden. Ich erinnere mich im Alter von 5 von einer Biene im Garten gestochen worden zu sein. I decided that the bees were very bad. Und dann entschied ich, dass Bienen sehr schlecht sind. And I got a stick and I went around the garden trying to hit the bees. Dann habe ich mich mit einem Stock bewaffnet und dann bin ich im Garten umhergelaufen und habe diese Bienen versucht zu schlagen. And my mother said, "What are you doing? This is madness." Und meine Mutter sagte, was machst denn du hier? Das ist doch verrückt. She said, "But the bee stung me. Bees are very bad." Und dann sagte ich, aber die Biene hat mich gestochen. Bienen sind sehr schlecht. No, you don't like the bee because it stung you, but these other bees, they didn't sting you. Du magst diese Bienen, weil eine dich gestochen hat, aber die anderen Bienen haben dich ja nicht gestochen. They're all the same. Sie sind alle gleich. They're all bees and they're all bad. Sie sind alle Bienen und sie sind alle schlecht. This is the mind of anger. Das ist ein zorniger Geist. And we've seen this in many war situations. Wir haben das in allen möglichen Kriegssituationen gesehen. Where a general conclusion is drawn about a wide group of people. And people think, until we destroy these people and eliminate them from the earth, we cannot be happy. Wo eine große, umfassende Gruppe von Leuten als schlecht definiert wird und wo ihre Gegner dann denken, solange wir sie nicht zerstört haben, können wir auf der Erde nicht glücklich sein. But the problem with anger is that if I think you are the cause of my suffering, Das Problem mit Zorn ist, dass wenn ich denke, du bist die Ursache meines Leidens, you have a lot of power over me. dann hast du natürlich eine Menge Macht über mich. I can't have freedom until I get rid of you. Ich kann meine Freiheit nicht haben, solange ich dich nicht losgeworden bin. But if I kill you, you have some brothers. Wenn ich dich aber töte, dann hast du Then einfach they want to Brüder. kill me. Und dann werden die mich töten wollen. And we know in Albania, in Pakistan, up in the Waziristan and so on, these blood feuds can continue for generation and generation. Wir wissen, dass in Albanien oder in Pakistan oder Waziristan diese Blutfäden Generation für Generation weitergehen. In thinking that you are the cause of my suffering, I make you powerful and me weak. Indem ich denke, dass du die Ursache meines Leidens bist, mache ich dich mächtig und mich selbst schwach. So if you go back to this first wisdom, everything that arises is the mind. Wenn man also zurück zu der ersten Weisheit geht, wissen wir, dass alles, was entsteht, der Geist ist. The particular configurations, the patterning of what arises for me as my experience in this life is generated by my own karma. Die spezielle Konfiguration oder das Muster meiner Erfahrung in diesem Leben ist etwas, das durch mein Karma generiert worden ist. Karma is a very interesting and profound idea. Karma ist eine sehr interessante und tiefgründige Idee. Karma says the basic organizing structure of the world is ethics. Karma sagt, dass die grundlegende organisierende Struktur der Welt Ethik ist. That's an amazing notion. Eine erstaunliche Vorstellung. It's not saying ethics is something that comes later and you go to some big international court to get justice. Es sagt nicht auch, dass Ethik etwas ist, was sozusagen nach der Tatsache kommt und dass man
vielleicht zu irgendeinem internationalen Gerichtshof gehen kann, um Gerechtigkeit zu bekommen. It says ethics is intrinsic, implicit in everything. Es sagt aus, dass Ethik sagen, innewohnend und implizit in allem ist. That is to say, what arises for you is the manifestation of the energy linked with you. Das drückt aus, dass alles, was für dich entsteht, eine Erscheinung, eine Manifestation dessen ist, was mit dir, mit deiner Energie verknüpft ist. So in the Tibetan Buddhist view, if you're going to be reborn excuse me, as a human being, as you travel through this kind of dark tunnel in an illusory body, you start to see a couple having sex. In der Tradition des tibetischen Buddhismus wird diesbezüglich gesagt, dass wenn man als menschliches Wesen wiedergeboren werden ist und praktisch auf dem Weg dahin durch diesen Tunnel quasi des Zwischenzustands in einen illusorischen Körper wandert, sieht man ein menschliches Paar, das Sex hat. And due to the exciting energy of desire for one body and aversion for the other, you enter into the point of sexual contact and conception occurs. Und aufgrund dieser hitzigen Energie, der Begierde nach dem einen Körper und der Abneigung gegen den anderen Körper, tritt man sozusagen an den Kontaktpunkt und Empfängnis findet statt. The couple that you see copulating, this is your luck. Das Paar, das du sozusagen in ihrer Kopulation siehst, das ist gewissermaßen dein Geschick. Whether your mother is drinking half a bottle of vodka a day while you're in the womb or not, that is your luck. Ob deine Mutter jetzt jeden Tag einen halben Liter Wodka trinkt, während du in ihrem Schoß bist, das ist dein Geschick. Whether you are delivered early and have to live in an incubator for 2 months, that is your luck. Ob du jetzt früh geboren wirst und vielleicht 2 Monate lang in einem Inkubator leben musst, auch das ist dein Geschick. Whether you're born by cesarean section or through the vagina, that is your luck. Ob du durch einen Kaiserschnitt geboren wirst oder durch die Vagina rauskommst, auch das ist dein Geschick. Whether your mother bonds with you or not, that is your luck. Ob die Mutter eine Beziehung zu dir aufnimmt oder nicht, auch das ist dein Geschick. Your parents are your luck. Deine Eltern sind dein Geschick. Luck is how we say karma. Und dieses Geschick ist das, was wir als Karma bezeichnen. What arises for you. Das ist das, was für dich entsteht. The Buddha said very clearly, all dharmas, all phenomena arise from causes. Buddha sagte sehr klar, dass alle Dharmas, alle Phänomene aus Ursachen entstehen. The dharmas which arise for us, the pattern of phenomena which we experience, arise from the causes and conditions that we have engaged with in previous situations. Und die Dharmas, die für uns entstehen, die Erfahrungen, die wir machen, die für uns da sind, entstehen ganz klar aus verschiedenen Ursachen, Bedingungen, die durch vorige Situationen erschaffen worden sind. This is not a popular view in the modern world. Keine sehr populäre Ansicht in der modernen Welt. Because it says there are no innocent victims. Denn sie sagt aus, dass es keine unschuldigen Opfer gibt. No innocent victims. Keine unschuldigen Opfer. It's very radical as an idea. Das ist eine sehr radikale Idee. Our life is our life. Unser Leben ist unser Leben. What karma does is it says, your life is in the palm of your hand. Was Karma also tut, ist zu sagen, dein Leben ist in deiner Hand. No one to blame. Es gibt niemanden, den du schuldig sprechen kannst. Blaming yourself doesn't help. Dich selbst zu beschuldigen hilft nicht. Understand the basic principles of cause and effect. Verstehe die grundlegenden Prinzipien von Ursache und Wirkung. Avoid doing bad. Attempt to do good. Vermeide Schlechtes zu tun, versuche Gutes zu tun. Apologize to the people you've hurt. Entschuldige dich bei Leuten, die du verletzt hast. Learn to discipline your mind. Lerne deinen Geist zu zähmen. This is all in the palm of your hand. All das ist in deiner Handfläche. But if you start thinking the reason my life is a mess is because my mother never loved me.
Wenn wir aber anfangen zu denken, der Grund dafür, dass mein Leben kaputt ist, verdorben ist, liegt darin, dass die Mutter mich nicht geliebt hat, then you follow the path of helplessness. dann folgen wir einem Weg der Hilflosigkeit. The mother who didn't love you doesn't exist anymore. Die Mutter, die dich nicht geliebt hat, existiert nicht mehr. Even if she's alive, the woman who's alive now is not the mother who didn't love you when you were 2 years of age. Selbst wenn sie noch am Leben ist, ist die Mutter, die jetzt lebt, nicht die Mutter, die es war, als du 2 Jahre alt warst. When we say, but my mother never gave me what I needed. Wenn wir dann aber schreien, meine Mutter hat mir nie das gegeben, was ich gebraucht habe. This is called mad ranting. Das ist ein sinnloses Ranting, like Rumgezeter, sinnloses Rumgezeter, würde man sagen. What is this mother? Was ist denn diese Mutter? I'll tell you, this fucking woman. Blöde Frau, blöde Kuh. Mama is a term. It's a name, a title. Aber Mama ist lediglich ein Begriff, ein Titel, ein Wort. Every day in your mother's existence, 10,000 things happened. Jeden Tag ist in der Existenz deiner Mutter sind 10.000 Dinge passiert. Of which you know 3. Von denen du vielleicht 3 weißt. For the child, the mother is unknown territory. Für das Kind ist die Mutter ein unbekanntes Gebiet. Children know nothing about their mother. Kinder wissen eigentlich nichts über ihre Mutter. By the time you're grown up enough to actually know something about your mother as a person, your mother is no longer functioning really as your mother. Mit der Zeit, in der du erwachsen genug geworden bist, um irgendetwas über deine Mutter als Person zu wissen, bist du selber, ist deine Mutter sozusagen nicht mehr in der Lage, überhaupt als deine Mutter zu funktionieren. So, the enemy is the concept. Der Feind hier ist also das Konzept. I reify, I solidify and create a truly existing entity out of moments of experience. Es bin ich, der das verdinglicht, der das verfestigt und aus Erfahrungen, die Moment für Moment erscheinen, versuche ein konkretes, festes Ding zu erschaffen. And this is very attractive because it's so easy. Und das ist sehr, sehr anziehend für uns, weil es so einfach geht. When I was growing up in the 1950s, it was shortly after the war. Als ich so in den 50er Jahren größer wurde, kurz nach dem Krieg. And one of the first things you learn is, oh, we hate the Germans. Eines der ersten Dinge, die wir gelernt haben, ist, wir hassen die Deutschen. What is the Germans? Was aber sind diese Deutschen? These are the people in Germany. Das sind die Leute in Deutschland. Which people? Welche davon? Don't ask too many questions. We hate the Germans. Frag nicht zu viel, wir hassen die Deutschen. You put this big wrapper around it, you put everyone into it, and then you homogenize it. Wir haben dieses riesen Etikett draufgeklebt und alles fällt da drunter und wir haben es schön homogenisiert. And then you get older and you meet German people, and some are quite nice and some are not so nice. And it's too complex to put in one basket. Und dann wird man älter, man trifft Deutsche, manche davon sind sehr nett, andere sind nicht so nett, aber das ganze Ding ist viel zu komplex, um es alles in einen Korb zu werfen. But the thing about anger is it doesn't like complexity. Eine Sache, die der Zorn gar nicht mag, ist aber diese Komplexität. Anger likes simplification. Zorn liebt Vereinfachung. When the war was there between the Hutu and the Tutsi, Als der Krieg zwischen den Hutus und den Tutsis lief, in Rwanda, it began with this more and more inciting messages coming from the local radio station. in Ruanda begann damit, dass mehr und mehr aufregende Botschaften durch die lokalen Radiosender reinliefen. Don't talk to them. They are cockroaches. They are rats. They are dogs. Sprech nicht mit denen, das sind Kakerlaken, das sind Ratten, das sind Hunde. Who are cockroaches? Wer ist All of them. Kakerlake? Alle. All of them. Alle. So when the killing started, of course you kill the children. Why not? Als das Töten begann, tötete man auch die Kinder. Warum auch nicht? Because in this rage of anger, you don't have any discernment.
Denn in dieser Rage des Zorns hat man keine Unterscheidung. You're acting under the idea. Du handelst aufgrund einer Idee. So the purification of anger is called the mirror-like wisdom. Die Reinigung des Zorns ist also das, was als spiegelgleiche Weisheit bezeichnet wird. The mirror shows everything equally. Der Spiegel zeigt alles gleichermaßen. The mirror is without prejudice. Ein Spiegel hat keine Vorurteile. It just shows directly what is in front of him. Er zeigt einfach direkt, was vor ihm steht. So again it's saying, look and see. If you see what is there, then you relate to the precision, the phenomenology of what is occurring. Deswegen heißt es wieder und wieder, schaue und sehe. Und wenn du präzise sehen kannst, was da ist, dann hast du dich sozusagen auf die unmittelbare Phänomenologie dessen, was da ist, bezogen und kennst es. Anger and hatred and aversion arise from projection of fabricating an identity in the other, which can be consolidated into something and then pushed away. Zorn, die Abneigung, das Ablehnen, das entsteht aus einer Projektion, einer Identität, die du den anderen zuweist und die dann gewissermaßen in eine selbstständig vorhandene Identität verfestigt werden kann, die du dann wegdrängen kannst. And so, again, it brings us back. In any moment, you can either stay relaxed and open, or you can go small. Und das bringt uns wieder zu der Frage, dass du in jedem Augenblick eigentlich entweder entspannt und offen verweilen kannst oder sozusagen dich klein machen kannst. So, if you say something which upsets me, wenn du etwas sagst, was mich aufregt, I can remember, oh, we talked a lot. kann ich mich ja daran erinnern, wir haben ja schon viele Gespräche miteinander geführt. It's very unusual for you to say something to upset me. Es ist sehr ungewöhnlich, dass du etwas sagst, was mich aufregt. So the moment of the upset is niched inside the broader picture of the person. So dass der Augenblick der Aufregung sozusagen eingebettet ist in einem sehr viel größeren Bild von der Person. Or we go in the other direction and say, I know who you are. You're the one who upsets me. Oder wir gehen in die andere Richtung und sagen, jetzt weiß ich, wer du bist. Du bist der mich aufregt. Now you have something really to push against, because you're condensing you're trimming off any contrary ideas about the other person, and you're condensing their identity into this conclusion. They are negative, they are dangerous. Und jetzt haben wir wirklich etwas, wogegen wir sozusagen drücken können. Und wir schneiden alle anderen sozusagen differenzierenden Fakten weg und kondensieren die ganze Situation in die Schlussfolgerung, dass wir wissen, dass derjenige dann derjenige ist, den man wegdrängen muss, der gefährlich ist. So this is why in Buddhism, especially in Tibetan Buddhism, they talk about space a great deal. Und das ist der Grund, warum im Buddhismus, insbesondere im tibetischen Buddhismus, viel über den Raum gesprochen wird. The open, empty mind is like space, like the sky. It has no limit. Der offene, leere Geist ist wie der Raum, wie der Himmel. Da hat keine Begrenzungen. There is space for everything. Und da ist Raum für alles. But when we are caught up in strong desire, strong anger, we become small and the object becomes small. Wenn wir aber in Begierde oder in Zorn befangen sind, dann werden wir selbst klein und das Objekt wird auch klein. Then pride is the same. Pride is an overfixation on one's own qualities. Stolz wiederum ist das Gleiche. Das ist eine übermäßige Fixierung auf die eigenen Qualitäten. A lack of attention to the good qualities of others. Eine Missachtung oder ein Fehlen an Achtung für die guten Qualitäten anderer. A feeling of being special and superior. Ein Gefühl, besonders und überlegen zu sein. Its purification is the wisdom of equality, of evenness. Dessen Reinigung ist dann die Weisheit der Gleichheit oder der Ausgeglichenheit. Which means that we are freed from this entrapment in our own self-regard. Das heißt, dass wir frei werden von dieser Einhüllung in unsere Selbstachtung. Which frees our intelligence to be genuinely curious about other people.
Das befreit unsere Intelligenz dazu, auf echte Weise neugierig bezüglich der Intelligenz anderer Leute zu sein. I think it's a basic fact that everyone is interesting if you give them a chance. Es ist eine grundlegende Tatsache, dass jeder interessant ist, wenn man ihnen auch nur eine Chance dafür gibt. People start to show themselves. It's not so much the narrative line of what they say, but there's the quality, the tone of voice, the facial expression. It's fascinating. Wenn die Leute sich anfangen zu zeigen, dann ist es nicht unbedingt jetzt das, was sie jetzt verbal mitteilen, sondern einfach all diese Aspekte von Gestik, von Mimik und so weiter, die Qualität ihres Ausdrucks, die wirklich interessant ist. Then we really see, oh, everything is interesting if I attend to it. Und dann erkennen wir, dass alles interessant ist, wenn ich es beachte. Everything has value. Alles hat einen Wert. So why would I then think I'm special? Warum sollte ich also denken, dass ich so etwas Besonderes bin? It's not that the other is good and I'm bad, or I'm good and the other is bad, but it's equal. Es geht also nicht darum, dass die anderen gut sind und ich schlecht, aber auch nicht, dass ich gut bin und die anderen schlecht, sondern alles ist gleich. Then the fifth of these core afflictions is jealousy. Und die fünfte von diesen Kernplagen oder Verdunklungen ist die Eifersucht. Jealousy is the anxious feeling that I'm going to lose something, Das ist das ängstliche Gefühl, dass ich etwas verlieren werde, that somebody I'm close to may choose someone else instead. dass jemand, dem ich nah bin, vielleicht jemand anderen stattdessen wählen wird. It speaks of the existential insecurity of being a human being. Und das berührt die existenzielle Unsicherheit, ein Mensch zu sein. And of the impermanence of emotions. Und natürlich auch von der Vergänglichkeit, Unbeständigkeit der Emotionen. As the Buddha said, friends become enemies, enemies become friends. Wie Buddha sagte, Freunde werden zu Feinden, Feinde werden zu Freunden. Now you don't seem to love me so much. Du scheinst mich jetzt nicht mehr so zu lieben. I hate you Ich hasse dich. because you make me feel bad. Du machst mich schlecht fühlen. You prefer someone else. Bevorzugst jemand anderen. What's so bad about me? Was ist so schlecht an mir? You can see so many little flavors in that. Self-pity, anger, hopelessness. Das sind so viele verschiedene Geschmäcker darin. Da ist der Zorn, da ist Hoffnungslosigkeit, das ist Selbstmitleid. It's marked by a kind of powerlessness, Markiert durch eine Art von Machtlosigkeit. which then can transform into a murderous rage. Und das kann sich wiederum transformieren in eine mörderische Rage. But what am I holding on to? Aber woran versuche ich festzuhalten? I met you at a particular time. Ich habe dich zu einer bestimmten Zeit getroffen. Before I met you, I was breathing in and out, eating and sleeping. Bevor ich dich getroffen habe, habe ich schon ein- und ausgeatmet, habe gegessen, habe geschlafen. If you go, I'll still be breathing in and out, eating and sleeping. Wenn du gehst, werde ich immer noch atmen und essen und schlafen. Now we have this turbulence. Jetzt haben wir diese Turbulenz. Aha, karma. Das ist Karma, This is my karma. mein Karma. Who is doing this to me? Wer macht es? Me. Ich selbst. Be happy, Also sei glücklich. you bitch. Scheint keine Übersetzung nötig. This is the problem with jealousy. Das ist das Problem mit Eifersucht. That again, we think you are making me unhappy. Dass wir wiederum denken, dass du mich unglücklich machst. We are decentered out of ourselves. Wir sind sozusagen aus der Mitte unseres eigenen Selbst herausgeraten. That my complacency, my belief that life is sorted, that life is going to be the same tomorrow as it is today, this is upset. Das ist aber meine Selbstzufriedenheit, meine Eitelkeit zu glauben, dass mein Leben bereits sozusagen geregelt ist und dass es in diesen geregelten Bahnen so morgen sein wird, wie es heute ist. Die ist ein bisschen ins Wanken gekommen. The purification of this is called Chatrupyeshi, the awareness of the possibility of moving in all directions,
or the wisdom which accomplishes everything. Und die Reinigung dieser Verdunklung ist das, was im tibetisch-Chandogye bezeichnet wird. Das ist die Bewusstheit, dass sagen, die Bewegung in alle Richtungen möglich ist oder was auch als die Weisheit, die alles vollenden kann, bezeichnet wird. It's a big world. Eine große Welt. There are many ways to live. Und es gibt in dieser großen Welt viele Wege, wie man leben kann. I have been happy. Ich bin glücklich gewesen. Now I'm becoming sad. Und jetzt werde ich traurig. Why shouldn't I be sad? Warum sollte ich nicht traurig sein? Thank you so much for helping me to be sad. Danke dir, dass du mir hilfst, auch traurig zu sein. I was never lonely until this moment. Ich war niemals einsam bis zu diesem Moment. I missed out on that, but now I know what loneliness is. Ich habe diese Erfahrung sozusagen noch ausgelassen, aber jetzt weiß ich, was es heißt, einsam zu sein. I feel useless, unlovable. Ich fühle mich nutzlos und nicht liebenswert. This is fascinating. Faszinierend. Wow. This is what meditators do. Das ist das, was Meditierende machen. Stay with what is arising. Bleibe bei dem, was ersteht. Then you realize that you had taken refuge in another person. Und dann wird dir bewusst, dass du Zuflucht zu einer anderen Person genommen hast. In the Dharma says you take refuge in the Buddha, Dharma and Sangha. Im Dharma heißt es aber, wir nehmen Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. It doesn't say take refuge in Mama and Papa and Lover. Das heißt nicht, nimm Zuflucht zu Mama, Papa und dem Liebhaber. So if you take refuge in Mama, Papa and Lover, probably you get some problem. Wenn du aber trotzdem dann Zuflucht in Mama, Papa und Liebhaber nimmst, wirst du einige Probleme wahrscheinlich kriegen. If you take refuge in your own mind, in the unborn awareness which is beneath every experience, you won't privilege one person as being the unique and special one who can save you. Wenn man aber Zuflucht zu dem eigenen offenen Geist nimmt, der sozusagen jede Erfahrung zugrunde liegt und jenseits jeder Erfahrung ist, wird man wahrscheinlich nicht eine bestimmte Person als so völlig einzigartig privilegieren. In brief, all afflictions and obscurations arise from not being present in your own open awareness. Mit anderen Worten, kurz gesagt, es sind alle Plagen und Verdunklungen, die überhaupt erscheinen können, nichts anderes als die Folge dessen, dass wir nicht gegenwärtig sind in unserer offenen Bewusstheit. So this is the meaning which is embedded in the mantra. Das ist die Bedeutung, die in diesem Mantra sozusagen eingebettet ist. And now we will have a cup of tea. Und jetzt werden wir ein bisschen Tee haben. So, ich wollte erstmal Hallo sagen, alle, die noch heute angekommen sind und gestern natürlich auch. Ich mache hier die Abrechnungen und so, es sind ja einige dabei, die mich noch nicht kennen und ich wäre froh, wenn jeder bezahlen würde heute. Absolut, denn morgen Vormittag muss ich halt mit allen abrechnen, mit der Küche, mit dem Haus hier und alles Mögliche richten und deshalb heute kommt ihr bitte zu mir und bezahlt alle miteinander, gell? Das wäre richtig nett. Ne? Nach dem Essen gleich, oder? Nach dem Essen, immer in den Pausen sitze ich irgendwo und dann kann ich das auf meiner Liste eintragen. Und morgens müssen wir die ganzen Bänke, die wir heute da draußen aufgestellt haben, wieder runtertragen. Da bitte ich auch 2 Leute dann, dass irgendjemand dran denkt, dass jemand mithilft. Ne? Okay, das war es eigentlich schon. Okay, now following from that, we need to, for those who are interested in meeting here again in the future, we need to think of some practical things. For many, many years now, we've had the good services of Ruth. Und sozusagen im Anschluss an diese Ansprache noch ein paar andere praktische Dinge
für all diejenigen, die gerne hier eine Fortsetzung dieses Treffens im nächsten Jahr wünschen. Wir haben ja viele, viele Jahre jetzt die tollen Vorarbeiten von Ruth gehabt, die dafür gesorgt hat, dass wir das hier machen können. She has been very busy organizing things before the event and in the midst of the event, solving all the problems that arise. Sie war immer sehr damit beschäftigt, die Treffen hier schon vorzuorganisieren und dann auch während der Treffen Dinge zu tun und auch die Probleme zu lösen, die hier aufgetreten sein mögen. And this has made our stay here very easy, so we have a lot of gratitude for that. Und das hat unsere Aufenthalte hier immer sehr einfach gemacht und dafür sind wir sehr dankbar. But her time for doing and now her time for doing that task has come to an end. And for the future, we need to think about how to organize things. So I would suggest we have the lunch break from 1 to 3, and at 2:45, anyone who is interested in helping in the future organization could meet downstairs in the dining room. Und jetzt ist aber die Zeit, das zu tun, für gut zu Ende gekommen und deswegen müssen wir, wenn wir sozusagen daran interessiert sind, dass in der Zukunft auch weiter passieren wird, etwas nachdenken gemeinsam und James schlägt vor, dass wir in dieser Mittagspause, die eigentlich vom Mittagessen bis 3 angedacht war, dass uns 2:45, also all diejenigen, die Interesse daran haben, etwas beizutragen, sich dann in dem Esssaal treffen. We've started to itemize the various tasks that are involved in the process of organizing, and it could be possible for several people to split these up and collaborate together. Wir haben jetzt angefangen, eine Liste der verschiedenen Aufgaben aufzustellen, die praktisch im Zuge der Organisation irgendwie erfüllt werden müssen, und es wird durchaus auch denkbar, dass mehrere Leute Teilaspekte von dieser Liste bearbeiten und miteinander zusammenarbeiten. There is a second issue, which is that the people who do the cooking at the moment don't want to continue anymore. Der zweite Punkt ist, dass die Köche, die bis jetzt hier gearbeitet haben, das nicht mehr fortsetzen wollen. So, if you know of any people or small group of people who do good cooking and wouldn't charge too much money, if you can let us know, that would also be very helpful. Wenn ihr da jetzt jemanden oder eine Gruppe von Leuten kennt, die Ähnliches tun, die kochen für Gruppen und die sozusagen nicht zu teuer sind, lasst uns das wissen. We've been looking a little bit at dependent origination. Wir haben ja ein bisschen miteinander dieses Entstehen in Abhängigkeit, gegenseitige Abhängigkeit angeschaut. Of course, it's very nice to arrive in a place like this and everything is running very smoothly and then you leave. Natürlich ist es sehr nett, wenn man an einem solchen Ort einfach ankommt und wenn man hier ist, alles sehr glatt läuft und dann kann man auch wieder gehen. But underneath the surface, many things are going on. Aber unter der Oberfläche gehen natürlich immer viele Dinge vor sich. It's also useful to see that. Es ist nützlich, das zu erkennen. Because it helps us to see the illusory nature of a smooth running seminar. Das erlaubt uns, die illusorische Natur eines glatt laufenden Seminars zu erkennen. Okay, so now we do a little bit more sitting practice. Jetzt machen wir ein bisschen mehr Sitzen. We've been looking at this primary wisdom or awareness, which is the openness of the ground or source of all phenomena. Wir haben ja uns diese primäre Weisheit oder Bewusstheit angeschaut, die sozusagen der offene Raum ist, die Grundlage oder die Basis für das Verstehen aller Phänomene ist. The mind is full and the mind is empty. Der Geist ist voll und leer zugleich. The emptiness of the mind is the fullness of the mind. Die Leerheit des Geistes ist zugleich auch seine Fülle. The fact that you have lots of thoughts and feelings and sensations doesn't mean that your mind is not empty.
Tatsache, dass man eine ganze Menge Gedanken, Empfindungen und Gefühle hat, bedeutet nicht, dass der Geist nicht leer wäre. If the mind wasn't empty, you wouldn't be able to have so many experiences. Wenn der Geist nicht leer wäre, dann wären wir gar nicht in der Lage, so viele verschiedene Erfahrungen zu haben. So when we sit in the practice, we're not trying to get rid of thoughts or edit our thoughts. Wenn wir also in der Praxis sitzen, dann versuchen wir nicht, unsere Gedanken loszuwerden oder sie in irgendeiner Weise zu editieren. By simply being present and open, we can see that everything which arises is the empty expression of the empty ground. Indem wir entspannt und offen sitzen, können wir erkennen, dass alles, was aufkommt, nichts anderes ist als ein leerer Ausdruck des leeren Grundes. Self-arising and self-liberating. Aus sich selbst heraus entstehend und aus sich selbst heraus befreiend. And the more we open ourselves to this experience, Je mehr wir uns dieser Art von Erfahrung gegenüber öffnen, the more we can trust our intuition and spontaneity. desto stärker können wir unserer Intuition und Spontanität trauen. We don't have to process our lives so much, Wir müssen also unser Leben nicht ständig so viel verarbeiten, but we live in a more fresh and naked way, working with whatever is occurring. sondern wir leben in einer frischeren und nackten Art und Weise und arbeiten mit was immer erscheint. But that freedom to be with the flow of energy or manifestation Aber diese Freiheit, sozusagen mit dem Fluss der Energie oder der Manifestation zusammen zu sein, is dependent on resting in the open awareness. hängt von dem Ruhen in dieser offenen Bewusstheit ab. Our sense of self, our ego, is an aspect of the energy of the mind. Unser Eigengefühl, unser Ego sozusagen, unser Selbst, ist auch nichts anderes als ein Ausdruck der Energie des Geistes. It's not the mind itself. Es ist nicht der Geist selbst. So, we sit and allow whatever is coming to come. Wir sitzen und gestatten, dass was immer kommen will, auch kommt. We allow whatever goes to go. Und was immer gehen will, geht. Not pushing away, not pulling in, Wir schieben nichts weg, aber wir ziehen auch nichts zu uns. but staying present. Wir bleiben einfach gegenwärtig. More precisely, where are we? Wenn man präzise fragt, wo sind wir denn? If you start from the idea, I am inside my body, Wenn wir mit der Idee anfangen, dass wir innerhalb unseres Körpers befindlich sind, this is where I am, das ist, wo ich bin, then sensations arise in the body. Oh, they are confirming, I am me, I am here. dann entstehen Empfindungen im Körper und die bestätigen dann, dass ich hier bin und ich bin. Don't take refuge in arisings, in manifestations, in thoughts. Nehmt keine Zuflucht in Geschehnisse, in Manifestationen, in Gedanken. In the Dzogchen tradition, we say, I take refuge in my mind itself. In der Dzogchen-Tradition sagen wir, ich nehme Zuflucht in meinen Geist selbst. I take refuge in the primordial purity of the unborn mind. Ich nehme Zuflucht in die ursprüngliche Reinheit des ungeborenen Geistes. Our awareness is not a thing. Unsere Bewusstheit ist kein Ding. I am the awareness. Ich bin die Bewusstheit. I don't need anything. Ich brauche nichts. Oh, let it come, let it go. Lass es kommen, lass es gehen. The whirlpools of the ego's confusion and desire and aversion Diese Wirbel von Egos, Verwirrung, Begierde und Abneigung, swirl on and on through the mind. diese Wirbel, die werden immer durch den Geist hindurchwirbeln. Let it come, let it go. Lasst sie kommen, lasst sie gehen. We are here. Wir sind hier. Where are we? Wo? Here. Here. By being here, you find out where you really are. Wenn du hier bist, indem du hier bist, findest du raus, wo du wirklich bist. By telling yourself that you already know that here you are in your body doing your meditation, you don't know where you are. Indem du dir selbst sagst, dass du weißt, wo du bist, indem du dir sagst, dass du in deinem Körper sitzt und Meditation machst, dann weißt du nicht, wo du bist. Because you're relying on thought, on conceptualization to generate a matrix of duration and location. Du lässt dich dann auf Konzepte und Gedanken, um
eine Matrix von Lokalisierung und Dauer herzustellen. Mind is infinite, it has no limits. Der Geist ist unendlich, er hat keine Grenze. And therefore, location and duration are purely relative. Das sind Lokalisierung und Dauer rein relativ. Allow all these habitual frames of reference, if they manifest for you, don't merge into them, don't rely on them, let them go. Gestatte also, wenn all diese gewohnheitsmäßigen Konstruktionen, Manifestationen für dich auftauchen, ohne mit ihnen zu verschmelzen, erlaube ihnen wieder zu verschwinden. We are here, so we should be here. Wir sind hier, also sollten wir hier sein. But being here is not what we think it is. Aber das Hiersein ist nicht das, was wir für das Hiersein halten. So don't try to establish it as an experience through thought, or you just remain in duality. Also versuche es gar nicht als eine Erfahrung durch Gedanken zu etablieren, weil sonst wirst du immer in Dualität bleiben. Relax and release. Entspanne dich und lass los. We're not trying to construct anything, or develop anything, or improve anything. Wir versuchen nichts zu konstruieren oder zu entwickeln und wir versuchen auch nichts zu verbessern. Like the openness of the sky allows the movement of the clouds. Die Offenheit des Himmels gestattet den Wolken sich zu bewegen. The sky itself is not improved by having no clouds, it's not damaged by having clouds. Der Himmel selbst wird nicht dadurch verbessert, dass es keine Wolken gibt und er wird auch nicht beschädigt, indem Wolken auftauchen. Oh, the spaciousness of the mind is not improved by the thoughts or damaged by them. Und in der gleichen Weise wird die Raumhaftigkeit des Geistes auch nicht durch Gedanken verbessert oder beschädigt. So for the purpose of the practice, the quality of the thoughts is irrelevant. Das heißt, vom Standpunkt der Praxis ist die Qualität der Gedanken irrelevant. So we have a little litmus test here for ourselves. Wir haben hier sozusagen einen gewissen Lackmustest für uns selbst. If you find yourself being particularly interested in certain moments of experience, this is a sign you're lost. Wenn du also feststellst, dass du besonders an bestimmten Augenblicken deiner Erfahrung interessiert bist, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass du bereits verloren gegangen bist. When you're involved in selection, judgment, attribution of value, Wenn du in Auswahl, in Urteile, in Wertzuweisungen verwickelt bist, this is the work of the ego. dann ist das die Arbeit des Egos. So if you're sitting in the practice and this is arising for you, as soon as you become aware of this, you just relax a little more and let it go free. Also wenn wir in der Praxis sitzen und wir werden uns dessen bewusst, dass das vor sich geht, dann entspannen wir uns ein bisschen mehr und lassen das freigehen. This is the quality of the mind. Es ist ohnehin die Qualität des Geistes. In an instant, we are something. In einem einzigen Augenblick sind wir etwas. So in the practice, if you're doing a tantric practice, it says, in an instant, I become Padmasambhava. In der Praxis, wenn wir zum Beispiel tantrische Praktiken machen, heißt es ja dann auch, in einem Augenblick werde ich Padmasambhava. You can also say, in an instant, I become a dog. Man könnte auch sagen, in einem einzigen Augenblick werde ich zu einem Hund. In an instant, I become completely stupid and lost. In einem einzigen Augenblick werde ich vollständig dumm und verloren. This is what happens. Das ist das, was passiert. It is instant. Ein Augenblick. We're in one state, suddenly we're in something else. Wir sind in einem Zustand und plötzlich sind wir in einem anderen. This is arising and then passing. Es kommt auf und vergeht. But if you catch the thing that you're in, you double the problem. Wenn du aber versuchst, die Sache, in der du gerade bist, zu fangen, dann bist du in einem doppelten Problem. You start the commentary, I shouldn't be like this, I don't want to be like this, and so on, and more thoughts elaborate. Wir beginnen dann einen Kommentar zu führen. Ich sollte nicht so sein, ich will nicht so sein, und wir häufen da sozusagen eine richtige Ausarbeitung auf. Whatever you're caught up in will go by itself. In was immer du geraten bist, wird ohnehin von sich aus gehen. Everything is impermanent. Alles ist unbeständig. You don't need to push bad thoughts away, they are going. Man braucht schlechte Gedanken nicht wegzuschieben, sie gehen sowieso. You can't hang on to good thoughts because they are going. Du kannst auch nicht an gute Gedanken hängen, weil auch die gehen werden. So no need to do grasping. Relax and release. Du
keinen Nutzen darin, festzuhalten. Entspanne dich und lass los. So, we sit in a comfortable way, Wir sitzen auf eine bequeme Art und Weise. skeleton carrying the weight, muscles relaxed. Das Skelett trägt uns und das Gewicht und die Muskeln entspannen sich. We're looking slightly up into the space ahead of us. Wir gucken etwas aufrecht, etwas sozusagen nach oben, leicht in den Raum vor uns. We rest our gaze in the space. Wir lassen unseren Blick im Raum ruhen. We're not staring at the distant wall. Wir starren nicht die entfernte Wand an. It's there, but it's there as part of this experience all together of being here. Sie ist natürlich da, aber sie ist gewissermaßen einfach als ein Teil der Erfahrung, hier zu sein, da. And we just sit. Und dann sitzen wir so. We're not separating inside and outside. Wir versuchen nicht innen und außen zu trennen. Things arise, we can say his body. Things arise, we say other people. Es kommen Dinge auf, wir könnten sagen, es ist der Körper, es kommen andere Dinge auf, wir könnten sagen, es sind andere Leute. But we've no need to make a commentary. Aber es gibt keinen Grund, hier Kommentare zu machen. Whatever comes, comes and goes. Was immer kommt, kommt und geht. We stay open. Wir bleiben offen. So the only focus of the meditation is staying open. Der einzige Fokus der Meditation, wenn man so will, ist offen bleiben. We're not trying to make something special happen. Wir bemühen uns nicht darum, irgendetwas Besonderes geschehen zu lassen. We're staying with the ordinariness of whatever occurs, but allowing it to come and go by itself. Wir bleiben einfach in der Gewöhnlichkeit von allem, was erscheint und gestatten aber diesen Dingen zu kommen und auch zu vergehen. Okay, so we'll do this for a little. Das machen wir für eine Weile.